Hallo, ich bin Elisabeth Wiesbauer und unterrichte Barockvioline an der Bruckner Uni Linz. Wenn wir nachempfinden wollen, wie vor 300-400 Jahren Geige gespielt worden ist, dann können wir zum Beispiel eine Violine aus dieser Zeit verwenden. So wie diese hier aus dem Jahr 1677, die also genau 300 Jahre älter ist als ich. Wir können aber auch eine Geige spielen, die in unserer Zeit gebaut worden ist, aber in historischer Bauweise und dann mit bestimmten Merkmalen, die sie von einer modernen Violine unterscheiden. Wir können verschiedene Haltungen ausprobieren, wie wir sie von Gemälden oder aus alten Lehrbüchern kennen. Zum Beispiel die Geige auf die Schulter legen und nicht mit dem Kinn festhalten. Oder ein bisschen tiefer unterhalb des Schlüsselbeins ansetzen oder noch tiefer in der Achsel. Wir können versuchen, kürzere und leichtere Bögen zu verwenden und sie so zu halten, wie es in manchen alten Violinschulen beschrieben ist, mit dem Daumen unterhalb des Frosches an den Haaren. Ganz wichtig für den Klang ist die Wahl der Saiten. Saiten aus reinem Schafsdarm haben ganz andere Eigenschaften als Saiten aus Stahl oder Kunststoff, wie sie heutzutage meistens auf modernen Instrumenten verwendet werden. Ursprünglich waren alle Saiten aus reinem Darm. Ab ca. 1680 wurden die tiefsten Saiten der Streichinstrumente mit einem Silberdraht umsponnen. Und so wurde sehr lange Zeit, bis ins 20. Jahrhundert, gespielt. Mit 3 blanken Darmsaiten und einer mit einem Metalldraht umsponnenen tiefsten Saite. Darmsaiten sind manchmal ein bisschen zickig. Man muss lernen, sie mit dem Bogen sehr sorgfältig anzustreichen, sonst krachen und quietschen sie schon mal. Sie sind auch empfindlich, was Temperatur und Feuchtigkeit betrifft. Deshalb stimmen wir die Saiten öfter mal nach. Ein berühmter französischer Geiger, Jean-Marie Leclerc, sagt sogar, man soll in seinen Sonaten nach jedem einzelnen Satz nachstimmen. Und das ist gut so, denn seine Werke sind voll mit komplizierten Doppelgriffen und das macht auf einer verstimmten Geige gar keinen Spaß. Das klingt jetzt alles ein bisschen schwierig und das kann es am Anfang auch sein. Wenn man aber herausgefunden hat, wie man den Bogen ziehen muss, dann wird man von einer mit Darmsaiten bespannten Violine mit einem silbrigen, obertonreichen, glänzenden und warmem Ton beschenkt. Jede Saite hat ihre eigene Persönlichkeit. Die G-Saite kräftig. Die D-Saite dunkel und ein bisschen rauchig. Die A-Saite voll und warm. Die E-Saite fein silbrig und glitzernd. Zum Abschluss wollen wir noch testen, ob diese Saite hier von guter Qualität ist. Wie schreibt der Musiktheoretiker Marin Mersenne in seiner Harmonie universelle 1636? Si vero nervus eodem modo percussus. Oh, das ist jetzt Latein. Hier Deutsch. Ja, also man soll die Saite mit ausgestreckten Händen halten, so, und mit einem Finger zupfen. Und wenn die Saite gleichmäßig ausschlägt und sich gleichmäßig wieder beruhigt, dann ist sie gut. Okay, die nehme ich.